Hallo ihr Lieben! So viele haben mich gefragt, ob ich nicht ein XXL Kinderjoy machen könnte und natürlich konnte ich euch den Wunsch nicht abschlagen und hier ist es nun, mein riesen Kinderjoy für euch. Damit das Kinderjoy auch 100% essbar bleibt, habe ich die Plastikverpackung, in der sie typischerweise ist, aus Candy Melts hergestellt. Außerdem benötigen wir noch die passende Form. Ich habe hier eine Halbeiform aus Plastik, die ähnelt dem Kinderjoy zu 100% und ich empfehle sie euch auch weiter und verlinke euch das mal in die Infobox. Da die Candy Melts im geschmolzenen Zustand allerdings überhaupt nicht herunterfließen und wir unbedingt diese Konsistenz brauchen, gebe ich hier noch ein wenig geschmolzenes Kokosfett mit hinzu. Nun haben sie die perfekte Konsistenz, sie sollten so ein wenig vom Löffel herunterfließen können und dann geht es weiter mit der Form. Der Vorteil dieser Form ist übrigens, dass der am Boden abgeflacht ist, so können wir ihn auf die Arbeitsfläche stellen, ohne dass er uns umkippt. Und jetzt können wir auch schon direkt starten und geben die warme Candy Melt Masse in die Form und schwenken das hin und her. Sobald die Form komplett von den Candy Melts bedeckt ist, können wir den Überschuss zurück in die Schüssel geben, mit einem Messer dann nochmal abstreifen und dann muss das Ganze einmal im Kühlschrank komplett auskühlen. Dann wiederholt ihr den gesamten Vorgang, damit die Form auch stabil ist und die Wand halt nicht zu dünn ist. Und wenn ihr dann noch Unebenheiten habt, dann begradigt sie ruhig mit dem Messer. Was auf dem Boden der Form allerdings ist eigentlich total unwichtig, denn da kommt später sowieso die Creme hinein. Nun geht es weiter mit den zwei Kugeln und dafür nehme ich mir hier so eine Toffifee-Verpackung und kleide sie mit Frischhaltefolie ein. Anschließend nehmen wir uns Waffelblätter, die findet ihr in jedem russischen Supermarkt oder auch in größeren Supermärkten und dann nehmen wir uns immer Stück für Stück und kleiden die Toffifee-Form damit ein. Das ist ein bisschen Fummelarbeit, aber wenn ihr das geschafft habt, könnt ihr weitermachen mit der Nutella, mit der wir dann die Kügelchen befüllen. Ich habe sie mir einfach in einen Spritzbeutel getan, vorne die Spitze abgeschnitten und jetzt befülle ich die Halbkugeln damit. Jetzt muss sie nur noch an der Oberfläche glatt gestrichen werden, denn anschließend setzen wir immer zwei Halbkugeln zusammen und so mache ich weiter, bis ich 4 Halbkugeln habe. Das wandert jetzt zum Aushärten 15 Minuten lang ins Gefrierfach und dann können wir weitermachen, indem wir sie zuallererst aus der Form befreien. Nachdem wir sie dann auch von der Frischhaltefolie befreit haben, tunken wir eine Halbkugel in geschmolzene Vollmilchkuvertüre und setzen sie mit der anderen Halbkugel zusammen. Das gleiche tun wir dann auch mit den anderen Kugeln und dann kann das Ganze nochmal zum Aushärten in den Kühlschrank. Sobald die zwei Hälften dann zusammenkleben, tunken wir sie zuallererst in geschmolzene Vollmilchkuvertüre und anschließend in die Schokostreusel. So sieht die erste Crispy-Kugel nun aus und das gleiche machen wir auch noch mit der zweiten. Und jetzt geht es weiter mit der weißen Creme. Dafür habe ich hier weiße Kuvertüre geschmolzen und außerdem noch gezuckerte Kondensmilch in der Mikrowelle erhitzt. Ganz wichtig ist, dass die zwei Bestandteile auch heiß sind, damit sie sich gut verbinden lassen. Und nachdem wir dann fleißig gerührt haben, ist die weiße Creme auch schon fertig.
In der Zwischenzeit ist unser, ich sag mal, Plastikteil vom Kinder Joy schon ausgehärtet und wir können es ganz leicht aus der Form nehmen. Nun muss das Kinder Joy nur noch befüllt werden und hierfür habe ich mir Nutella in einen Spritzbeutel getan und schneide vorne die Spitze ab. Und tatsächlich ist im Original Kinder Joy auch im unteren Teil Nutella drin und deswegen machen wir das jetzt originalgetreu und füllen das Nutella da hinein. Die helle Creme habe ich mir ebenfalls in einen Spritzbeutel getan und vorne die Spitze abgeschnitten und gebe das jetzt auf die Nutella. Mit einem Löffelrücken kann man das jetzt nochmal schön glatt streichen, damit das auch wie im Original aussieht. Die 2 Crispy-Kugeln gebe ich dann noch auf die Oberfläche und drücke sie ein wenig ein und dann ist das XXL Kinder Joy auch schon fertig. Und hier zeige ich es euch auch nochmal im Vergleich, also einmal das originale Kinder Joy und meine XXL-Variante. Natürlich habe ich das Kinder Joy nicht alleine gegessen, ich hatte fleißige Helfer, es hat aber riesen Spaß gemacht, das zu essen, vor allem die Kugeln, die haben mir so gut geschmeckt und falls ihr jetzt auch auf den Geschmack gekommen seid und das Ganze nachmachen möchtet, dann schaut doch mal in die Infobox, da habe ich alles aufgeschrieben, was ihr dazu wissen müsst. Schaut euch auch gerne meine anderen XXL-Rezepte an. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir ein Abo dalasst, damit ihr auch keines meiner Videos mehr verpasst und natürlich auch über einen Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal auf Kikis Kitchen.